Hallo und herzlich willkommen auf Epic. Heute bei uns das große How-To zum Bugout-Bag-Fluchtrucksack. Ihr habt in unserem Video zum Tasmanian Tiger Modular Trooper Pack gefragt, was habt ihr da an Ausrüstung drin, was ist euer Vehicle Bugout Bag, und wir wollen euch natürlich diese Fragen beantworten. Allerdings wollen wir dazu auch noch ein bisschen Background-Wissen mitgeben, und deswegen haben wir gesagt, wir machen als erstes, bevor wir euch dieses Video zeigen, was wir in dem Bugout Bag drin haben, in dem Vehicle Bugout Bag, machen wir erstmal ein generelles Video über Prepping und über Bugout Bags im Generellen. Dazu müssen wir natürlich ein bisschen weiter ausholen, denn das ist ein großes, umfangreiches Thema, also schnallt euch schon mal an. Deswegen, dieses Video ist rein die Basics über den Bugout Bag, und im nächsten Video kriegt ihr dann alle Infos zum Trooper Pack. Die Definition des Preppens, Preppen kommt vom Preparedness, vorbereitet sein, ist klar. Man bereitet sich auf irgendeine Katastrophe vor, sei es ein Stromausfall, sei es eine Überflutung, sei es ein Bürgerkrieg, egal was da kommen kann, das ist irgendwas Unvorhergesehenes und darauf möchte man vorbereitet sein. Jetzt haben die Prepper natürlich in letzter Zeit von unserer Regierung nicht so einen guten Ruf wegbekommen, das heißt, die sind eher so in einer Schiene, werden die genannt, mit den Reichsbürgern oder mit irgendwelchen rechten Gruppierungen oder sonstigen Sachen. Das ist aber wie überall in allen Gruppierungen, überall gibt es schwarze Schafe. Ja? Mit Sicherheit auch bei den Preppern, das möchte ich nicht bezweifeln. Aber die meisten von denen sind wirklich ganz stinknormale Leute, die einfach ein Hobby haben, vorbereitet sein wollen, und da ist nichts Verwerfliches dran. Im Gegenteil, wenn ihr mal zurückdenkt an eure Großeltern, ja, die nach dem Krieg, was haben die gemacht? Die haben auch Vorräte angelegt. Jeder kennt das noch, der aus der Zeit ist. Da hat man einen großen Vorratskeller gehabt mit Eingemachten und Lebensmittel und Schlag mich tot. Und das haben wir leider Gottes alle verlernt. Wir sind alle bequem geworden. Jeden Tag in den Supermarkt gehen, einkaufen, keine Vorräte mehr vorhalten. Und was ist natürlich das Resultat? Ein Tag Stromausfall, Katastrophe. Ich erinnere mal an dieser Stelle an die Corona-Klopapierkriege 2020. Ihr erinnert euch, nichts mehr da, ja, und das war ja wirklich jetzt keine Riesenkatastrophe, ja, oder wo man irgendwo eine Knappheit an Lebensmitteln oder Klopapier gehabt hätte, und trotzdem ist es völlig aus dem Ruder gelaufen. Von daher, ein bisschen Vorrathaltung ist nie verkehrt. Von daher ist Preppen ein cooles Hobby, macht Spaß, und vor allem, man spart auch einen Haufen Geld, weil man nicht jedes Mal zum Supermarkt fährt, sondern mit Verstand einkauft und lagert. Wer jetzt denkt, Preppen ist was für Aluhutträger, Verschwörungstheoretiker oder sonst irgendwelche wilden Gruppierungen, der irrt, denn selbst das Bundesamt für Katastrophenschutz empfiehlt einen Fluchtrucksack für jeden Haushalt. Ist auch ganz klar, wenn ein Hochwasser kommt oder sonst irgendeine Geschichte ist, sollte man vorbereitet sein, und da kann man mal gucken, wir packen euch den Link unten rein, da kann man sich schon mal Anhaltspunkte holen, was da so alles reingehört und was man da so reinpackt. Man kann das nennen, wie man will, Fluchtrucksack, Bugout Bag. Ich habe euch mal noch ein paar schöne Begriffe aus dem Internet zusammengesucht. Das könnte man auch nennen Grab Bag oder die Battle Box oder der Good Bag, G-O-O-D, Get Out of Dodge, fand ich ganz cool. Der QRB, der Quick Run Bag, oder PERK, Personal Emergency Relocation Kit. Es bleibt aber eigentlich im Endeffekt immer das Gleiche, nämlich ein Rucksack oder ein Transportmittel, aus dem ich 72 Stunden lang überleben kann, autark. Bevor wir aber mit dem Fluchtrucksack jetzt loslegen, die wichtigsten Regeln vorab, denn da gibt es noch einige Sachen zu beachten. Regel Nummer 1, Fitness. Ja, ich weiß, jetzt kommt hier der Sendelbeck und erzählt euch was über Fitness, ne? Das ist aber nicht schlimm, weil ich muss ja hier die Videos machen, und wir haben hier in der Epic-Gruppe einen Haufen Leute, die sind so bärenstark und die haben Kraft und die können mich dann mitschleifen im Zweifelsfall. Also ich komme schon auch irgendwie durch. Aber ansonsten denkt dran, Fitness ist ganz wichtig, weil sonst könnt ihr eure Sachen nicht tragen. Und alle, die Zombieland gesehen haben, wissen auch, die Zombies fressen immer die Dicken zuerst. Also Fitness, Regel Nummer 1. Regel Nummer 2, das richtige Transportbehältnis. Das gehört eigentlich nicht hier in die Vorabregeln, ich habe es aber trotzdem mal mit reingepackt, einfach aus dem Grund, weil viele dahergehen, ich kenne das, wir sind alle Gear-Junkies, wir gucken nach einem coolen Rucksack, suchen uns dann diesen coolen Rucksack aus und dann
packen wir anhand des Rucksacks das Zeug rein und merken dann plötzlich, oh, das geht ja eigentlich gar nicht so rein, was ich da eigentlich reinpacken will, und lassen dann die Hälfte zu Hause, die vielleicht wichtig gewesen wäre. Deswegen erst die Ausrüstung zusammensuchen, die ihr haben wollt, und dann den Rucksack auswählen. Das ist ganz wichtig. Regel Nummer 3. Kenne deine Umgebung. Es ist ganz wichtig, wo ihr lebt, beziehungsweise das ist ein wichtiger Faktor bei der Auswahl eurer Ausrüstung. Lebt ihr irgendwo in der Wüste, im Dschungel, in der Stadt, am Waldrand, das ist ganz egal. Da müsst ihr natürlich dementsprechend auch eure Ausrüstung anpassen, wenn ihr eher in den Wald marschiert oder ob ihr dann irgendwo urban unterkommt oder sonst irgendwas macht. Danach müsst ihr natürlich auch eure Ausrüstung ausrichten, und dann hängt es immer noch mal von der Jahreszeit ab. Ja, das ist auch, gehört auch mit zum Thema Kenne deine Umgebung. Im Winter brauche ich mehr warme Kleidung, im Sommer brauche ich mehr Trinkwasser. Regel Nummer 4, der Skill. Der Skill ist auch ganz wichtig, beziehungsweise die Fähigkeit, Dinge zu können. Ich bin ja auch bekannterweise ein Left-Hand Martin. Viele Dinge kann ich halt nicht, aber ich versuche trotzdem, wo es geht und wie es geht, mich weiterzubilden und mir Skills anzueignen. Das wäre unter anderem Knotenkunde oder ein Tarp aufbauen, verschiedene Tarp-Setups. Was funktioniert wie, was brauche ich für eine Isomatte, mit welchem Schlafsack. Diese ganzen Geschichten muss man beherrschen, und das kann man auch wunderbar mit der Fitness kombinieren. Man sucht sich ein paar Freunde, geht mit denen einfach mal ein bisschen biwaken oder wandern und kann dabei dann auch gleich die Ausrüstung ausprobieren. Denn das ist auch ganz wichtig, die Ausrüstung und der Skill müssen zusammenpassen, damit man da auch wirklich alles im Zweifelsfall blind beherrscht. Gleich sind wir da, wo wir hinwollen, nämlich bei dem eigentlichen Inhalt des Fluchtrucksacks. Aber eine Sache haben wir noch vorneweg, nämlich, ihr habt es ja schon auch vom Namen her gehört, der Fluchtrucksack. Es bietet sich auf jeden Fall ein Rucksack an, einfach aus dem Grund, weil einen Rucksack könnt ihr, egal ob ihr zu Fuß, mit dem Auto, mit dem Motorrad oder mit dem Fahrrad unterwegs seid, einen Rucksack kann man auf die Schulter packen, den kann man ins Auto schmeißen. Der ist auf jeden Fall besser zu tragen und angenehmer zu tragen als eine Tasche. Taschen, sage ich immer, kann man vielleicht nochmal on top was mitnehmen, wenn man irgendwo mal kurzzeitig was transportiert, aber auf die Dauer ist einfach ein Rucksack das beste Mittel für den Transport eures Bug-Out-Bags, Bug-Out-Kits. Der Fluchtrucksack zu Hause, also nicht der Vehicle-Bug-Out-Bag, den wir euch im nächsten Video vorstellen, der sollte fertig gepackt irgendwo in der Ecke stehen. Ich weiß, jetzt sagt vielleicht der ein oder andere, ja, wenn ich einen Schlafsack reinpacke, ein Schlafsack sollte ja in der Regel immer ausgebreitet gelagert werden. Ja, das ist richtig, aber für den Fluchtrucksack solltet ihr wirklich gucken, dass da alles schnell zur Hand ist, dass es wirklich nur noch gegriffen werden muss und losgeht. Wenn ein Feuer ist oder sonst irgendwas, das müsst ihr greifen können und loslegen können. Wenn ihr mit Lebensmitteln und Trinkwasser im Fluchtrucksack arbeitet, müsst ihr dann natürlich auch gucken, dass der Rucksack entsprechend irgendwo gelagert ist, wo es trocken und kühl ist, optimalerweise vielleicht im Keller oder so. Und die Lebensmittel und das Trinkwasser sollten dann auch regelmäßig getauscht werden, wenn es jetzt nicht irgendwelche Sachen sind, die über Jahre haltbar sind. Ja, das ist auch eine ganz wichtige Sache. Natürlich zählt dann auch nochmal zusätzlich zum eigentlichen Fluchtrucksack die Ausrüstung, die man am Mann trägt. Das ist auch so eine Lebenseinstellung. Also ich trage zum Beispiel im täglichen Leben immer eine Taschenlampe mit dabei. Die hat mir auch schon des Öfteren mal hier, gerade auch hier bei der Studioarbeit, gute Dienste geleistet, oder wo auch immer, wo ich irgendwo bin. Licht kann man immer brauchen, wisst ihr selber. Und wenn man das schnell zur Hand hat, ist das nicht verkehrt. Genauso wie ein Taschenmesser. Ja, natürlich gucken, dass es 42a-konform ist entsprechend. Sollte man auch immer einstecken haben. Und dann natürlich auch die Kleidung, die ihr am Mann habt, die zählt dann natürlich auch zum Bug-Out-Kit. Also sprich robuste Kleidung, vielleicht eine Mütze als Sonnenschutz schon mal als Basis und natürlich auch festes und stabiles Schuhwerk. Jetzt geht's endlich los mit dem Inhalt. Da solltet ihr euch auch Gedanken machen, wie ihr das packt und wie ihr das zusammenstellt. Ich bin ein ganz großer Fan davon, die Sachen in Modulen zu packen. Da gibt es jetzt auch verschiedene Philosophien dahinter. Wir sagen jetzt auch nicht, das, was wir hier sagen, ist das einzig Wahre und das einzig Richtige. Das gibt es nämlich nicht. Das ist genau auch wie bei der Schießausbildung. Man sollte sich möglichst viele Quellen suchen, die einem verschiedene Sachen nahebringen und sich dann das Beste aus allem rauspicken. Das ist eine Philosophie, nach der ich persönlich schon lange lebe und damit sehr, sehr gut fahre. Und so solltet ihr das vielleicht auch tun. Einfach gucken, wo ihr die besten Informationen herzieht und dann kombinieren das Ganze. Ich habe jetzt meinen Vehicle Bug-Out Bag so gepackt zum Beispiel, dass da viele Klettmodule drin sind. Das wäre jetzt zum Wandern eher eine schlechte Lösung, weil es relativ schwer ist. Ja, da kann man auch mit ganz einfachen Sil-Nylon-Bags oder sowas arbeiten.
als Module. Aber ganz wichtig ist, in Modulen packen, weil da habt ihr die Möglichkeit, immer einzelne Module rauszunehmen. Das heißt, ihr könnt variieren, was ihr reinpackt und rauspackt. Stichwort Sommer, Winter. Könnt ihr Winter rauspacken, Sommer mehr Trinkwasser reinpacken. Und ihr habt natürlich immer die wichtigen Sachen beisammen. Sprich Erste Hilfe, Unterwäsche, Hygiene, Energie, was es auch immer gibt. Dazu kommen wir jetzt gleich. Nummer 1, Lebensmittel und Trinkwasser. Hier ist natürlich ganz wichtig, 72 Stunden ist so die Kernregel, wo man sagt, das ist so die Zeit, die man braucht, um von irgendwo in A nach B zu kommen oder vielleicht um dann ein Camp zu erreichen oder ein Camp aufzubauen oder sich irgendwo in Sicherheit zu bringen. Da sollte so viel Lebensmittel und Trinkwasser eingeplant werden. Man kann ungefähr davon ausgehen, das wisst ihr aber selber am besten, aber so ein guter Nennrichtwert ist 2 bis 3 Liter Trinkwasser pro Person pro Tag und dann nochmal 1 bis 2 Liter für die Hygiene. Ja, bei dem Trinkwasser zählt natürlich auch das Kochwasser dazu und eventuell ein bisschen Waschwasser, also 3 bis 5 Liter haben wir dann insgesamt, wo ihr rechnen müsst pro Tag. Ja, da sind wir dann, wenn ihr maximal rausholt, sind wir bei 15 Liter Trinkwasser. Bei den Lebensmitteln solltet ihr gucken, möglichst Sachen zu nehmen, die leicht sind, also Tracking-Food, was nur noch mit Wasser angereichert werden muss, ist sehr gut. Reis ist sehr leicht. Irgendwas, was viel Energie gibt. MREs und die typischen Bundeswehr-EPAs gehen natürlich auch. Das ist aber in der Regel relativ schwer, diese Pakete. Die sollte man auf jeden Fall strippen, also wirklich das rausnehmen. Man braucht ja keine, wenn man jetzt 3 MREs einpackt, braucht man nicht die ganzen Löffel, die mit dabei sind oder die Gewürze oder was weiß ich was. Das kann man alles rausschmeißen. Und natürlich auch ein paar Energieriegel, die sollte man auch auf jeden Fall mit einplanen. Punkt Nummer 2 ist das Modul die Nahrungsmittelzubereitung bzw. die Wasseraufbereitung. Neben dem Trinkwasser solltet ihr natürlich auch immer in der Lage sein, weiteres Trinkwasser zu gewinnen. Das heißt, ihr braucht einen Wasserfilter, vielleicht Wasserentkeimungstabletten, auf jeden Fall irgendein Behältnis, um das Wasser zu transportieren. Hier bieten sich auch Kondome an, die sind relativ klein zu transportieren und können dann trotzdem relativ viel Wasser aufnehmen oder halt einfach Wasserbeutel. Kaffeefilter kann ich hier auch noch empfehlen als Vorfilter, wenn man irgendwie wirklich richtiges Dreckwasser hat, bevor das in den Wasserfilter kommt, dass man es einmal durch den Kaffeefilter jagt und schon mal die großen Partikel rauszuhauen. Natürlich auch irgendwas zum Kochen, also entweder ein Gaskocher oder ein Benzinkocher oder auch ein Hobo, was auch immer euch da in den Sinn kommt. Da gibt es die diversesten Sachen und natürlich dann auch entsprechend die Töpfe und das Besteck, was ihr sonst noch so braucht, um dann Nahrungsmittel zuzubereiten. Das nächste Modul ist Erste Hilfe. Erste Hilfe ist sowieso eins der wichtigsten Themen, wenn ihr autark unterwegs seid, sei es für euch selbst oder für jemand anders in der Gruppe. Es sollte auf jeden Fall Verbandsmaterial vorhanden sein. Hier gibt es fertige, gepackte Kits von Tasmanian Tiger zum Beispiel, Tatonka, irgendwelche fertigen Sachen, da habt ihr schon mal ein sehr, sehr gutes Grundsetup mit Bandagen und mit Gummihandschuhen und mit Mullbinden und was der Teufel, was da alles noch reingehört. Ergänzen solltet ihr das Ganze natürlich immer nach dem persönlichen Bedarf. Ich empfehle da auf jeden Fall neben den persönlichen Medikamenten immer nochmal eine Zeckenkarte, eine Nagelschere oder einen Nagelklipser, ganz wichtig. Es gibt nämlich nichts Schlimmeres als einen eingewachsenen Fußnagel, wenn ihr dann unterwegs seid. Ein Skalpell vielleicht, eine Kanüle, um mal einen Schliffer rauszuziehen, irgend so Geschichten. Auch ein IFAK kann da auf jeden Fall hilfreich sein oder Teile eines IFAKs wie ein Tourniquet oder so. Denn wenn es jetzt im Katastrophenfall auch ein Bürgerkrieg wäre oder so und eine Schussverletzung ist da auch nicht unwahrscheinlich. Das heißt, da wären solche Sachen wie ein Tourniquet oder Quickclot oder sowas auch nicht verkehrt. Also das kann man auf jeden Fall auch mit reinpacken. Natürlich dürft ihr auch nicht vergessen den typischen Wundschnellverband oder auch zu hessisch das Pflaster, ne? Um der Daumen mal ein bisschen abzubinden, wenn ihr mal hier euch verletzt habt. Ganz wichtige Sache. Nee, aber Spaß beiseite. Gerade diese kleinen Dinge, ja, die nerven unwahrscheinlich. Es gibt nichts Schlimmeres, ihr schneidet euch in den Finger, ihr blutet alles voll, ihr könnt nichts mehr anfassen, holt euch dann vielleicht noch eine Infektion und da ist wirklich ein einfaches Pflaster das beste Mittel der Wahl, also auf jeden Fall auch an Pflaster denken, ganz klar. Neben den persönlichen Medikamenten dürft ihr natürlich nicht die üblichen Verdächtigen vergessen, Durchfall, Übelkeit, Schmerzen, also Schmerzmittel, Ibuprofen, Paracetamol, was es da alles gibt. Vielleicht noch eine Sonnenschutzcreme und eine Wundcreme, eine Wundheilcreme. Das ist auf jeden Fall nochmal was ihr dazu packen könnt, was euch ein bisschen weiterbringt. Nächster Punkt in unserer Liste ist das Modul Schutz.
Hierunter fallen diverse Sachen. Das ist natürlich zum einen mal der Selbstschutz, sei es gegen irgendwelche bösen Angreifer oder auch gegen ein tollwütiges Tier oder was der Teufel was. Ja. Da würde die Waffe der Wahl ein Pfefferspray sein oder aber auch eine kleine Steinschleuder. Also da seid ihr wirklich offen, was ihr da mitnehmt. Seid natürlich euch immer bewusst, wenn ihr sowas im Auto transportiert oder sonst irgendwie, dass ihr da auch gesetzeskonform handelt. Ganz wichtige Sache. Und natürlich auch Schutz gegen irgendwelche äußeren Elemente. Ja? Also sprich, das Einfachste und Simpelste, was es da gibt, ordentliche Lederhandschuhe. Ja? Die Hände müssen geschützt sein. Dann natürlich auch eine Sonnenbrille, Schutz vor der Sonne, vor UV-Strahlung. Da am besten auch irgendwas Kombiniertes nehmen, was euch auch dann nochmal als Staubschutz oder Splitterschutz für die Augen dient. Eine Basecap für den Kopf, auch Sonnenschutz entsprechend. Eine Gasmaske oder eine Atemschutzmaske oder auch eine Partikelstaubmaske wären auf jeden Fall eine gute Sache oder auch ein Halstuch, um zumindest mal den gröbsten Staub rauszufiltern. Ja, oder hier unsere FFP2, FFP1, FFP3 Masken. So Sachen gehören alle zum Thema Schutz. Da solltet ihr auf jeden Fall auch ein bisschen weise vorausplanen. Das nächste Modul ist der Unterschlupf. Der Unterschlupf ist ganz wichtig, denn wenn ihr nicht gut schlaft oder nicht gut untergebracht seid in der Nacht und euch nicht ausruhen könnt, habt ihr weniger Energie am nächsten Tag und dementsprechend kommt ihr nicht so weit. Also von daher auch hier ein ordentliches Augenmerk drauflegen, damit ihr da richtig vorbereitet seid. Das hängt jetzt auch wieder ganz stark davon ab, in welcher Region ihr lebt und welche Jahreszeit man hat. Na, natürlich, wenn man jetzt im Sommer ist, braucht man nicht viel. Da reicht vielleicht eine Decke und eine Isomatte. Im Winter brauche ich dann vielleicht nochmal eine Thermohose oder nochmal ein paar Rettungsdecken. Also hier wirklich genau planen, was brauche ich im Sommer, was brauche ich im Winter. Auf jeden Fall immer mitnehmen würde ich 2 bis 3 Rettungsdecken. Die nehmen nämlich nicht viel Platz weg, die wiegen nicht viel und die bringen unwahrscheinlich viel Wärme. Eine leichte Isomatte, entweder ein dünner Sommerschlafsack oder eine Decke, die man da, ein Poncho-Liner. Ein Poncho auf jeden Fall auch, klar, natürlich als Tarp oder auch als Schlafsackhülle. Da gibt es diverse Anwendungsmöglichkeiten. Das ist generell auch was ich sage, ganz wichtig, dass ihr Ausrüstung aussucht, die man multifunktional benutzen kann. Ja? Ein Poncho wäre so ein typisches Ding dafür. Der ist zwar jetzt nicht die beste Regenbekleidung, weil man schwitzt relativ schnell drunter, aber man hat natürlich dadurch einmal Schutz für sich und für seine Ausrüstung. Man kann einen Tarp draus bauen, eine Schlafsackhülle bauen, diverse Anwendungsmöglichkeiten. Zum Thema Unterschlupf braucht man natürlich auch Paracord und Panzertape. Das würde ich normalerweise ins Survival Kit packen, aber falls ihr das nicht dort eingeplant habt, plant es hier bei Unterschlupf mit ein. Das nächste Modul ist die Kleidung. Ganz klar, Ersatzkleidung muss dabei sein, sprich zumindest mal ein Satz Unterwäsche. Da ist Socken ganz wichtig. Wenn die Füße versagen, ist man an der Stelle gebunden. Das heißt auf jeden Fall mindestens ein Paar Socken, Unterwäsche. Entsprechend auch bei der kälteren Jahreszeit mit einplanen, lange Unterwäsche, eine Strickmütze, Handschuhe, eventuell nochmal Thermoüberbekleidung. Das ist dann wieder ein Modul, was man dann auch in 2 Module unterteilen kann, nämlich einmal Winter und einmal Sommer. Aber ganz wichtig, wie gesagt, die Wechselunterwäsche. Nächstes Modul ist der Regenschutz. Falls ihr es nicht bei Unterschlupf mit eingeplant habt, dann spätestens hier ein Poncho, leichte Regenbekleidung, auf jeden Fall große Müllsäcke, um eure Ausrüstung zu schützen oder aber auch im Notfall, um sich einfach daraus ein Poncho zu bauen. Einfach ein paar Löcher reingemacht, hat man da auch schon mal einen relativ guten Regenschutz. Da auf jeden Fall Müllsäcke mit einplanen. Nächstes Modul, Hygiene. Hygiene ist auch in so einer Situation ganz wichtig, also mindestens mal eine Zahnbürste, Zahnpasta, vielleicht noch eine Creme. Eine Sonnencreme, wenn ihr es nicht im Schutzmodul mit drin habt, wäre hier auf jeden Fall nochmal ganz gut. Ja, da bietet sich übrigens an, hier in den ganzen Drogerien gibt es ja diese Mini-Verpackungen für Reisen. Ne? Da müsst ihr nicht die großen Tuben kaufen, sondern nehmt ihr einfach diese kleinen Mini-Verpackungen, bisschen Seife, ein Handtuch und dann habt ihr da die wichtigsten Sachen für die Hygiene auch zusammengepackt. Ganz wichtig auch nochmal, natürlich ist ein Desinfektionsmittel, Klopapier und feuchte Tücher. Das nächste Modul ist das Survival-Modul. Ihr kennt alle diese typischen günstigen Survival-Kits, die taugen in der Regel genauso viel, wie sie kosten, nämlich fast nichts. Da bietet sich einfach an, auch wieder das Beste aus allen Welten zusammenzupacken. Da kann ich euch auf jeden Fall ans Herz legen, Solcoa Survival heißen die. Da schicke ich euch den Link unten nochmal in die Videobeschreibung und auch im Blog. Da gibt es schon mal einen sehr, sehr guten Anhaltspunkt, wo man auch wirklich ein Survival-Kit bekommt, was schon von Grund auf mit sehr, sehr hochwertigen Gegenständen gepackt ist.
Was gehört rein in ein Survival Kit? Ganz klar verschiedene Sachen, um Feuer zu machen. Ein Feuerzeug, Streichhölzer, Zunder in verschiedensten Varianten, eine Lupe, ein Kompass. Messer sehe ich da tatsächlich nicht drin, wenn dann höchstens irgendwie ein Notmesser, weil Messer habe ich immer am Mann oder aber auch entsprechend nochmal ein ordentliches feststehendes Messer im Bug-Out-Bag, aber nicht im Survival-Kit. Kondome, nochmal ein paar Pflaster extra, Paracord, Panzertape, wie ich es vorhin schon gesagt habe. Die wichtigsten Dinge, die einfach in Survival-Kit reingehören. Schaut da auf jeden Fall nochmal in den Blog rüber, da habe ich euch das alles nochmal im Detail aufgelistet. Da müssen wir das jetzt nicht alles aufzählen. Nächstes Modul, Signalmittel. In einer Notsituation müsst ihr euch vielleicht auch bemerkbar machen, deswegen auf jeden Fall auch irgendwas zum Signalisieren mitnehmen. Da bieten sich an kleine Rauchgranaten, eventuell ein Signalspiegel oder ein Signalpanel, irgendwas zum Leuchten, Knicklichter kann man auch wunderbar verwenden an der Schnur, um damit auf sich aufmerksam zu machen. Und alle, die Titanic gesehen haben, natürlich auch die obligatorische Pfeife, um zu pfeifen, wenn ihr dann irgendwo auf dem Eisberg in der Gegend rumtreibt. Nächstes Modul, Werkzeuge. Es kann die Situation erfordern, beziehungsweise es wird diese Situation auf jeden Fall erfordern, dass ihr Werkzeuge braucht. Messer sind zum Beispiel die wichtigsten grundlegenden Werkzeuge. Hier empfiehlt sich auf jeden Fall ein gutes, feststehendes Messer. Da könnt ihr natürlich nehmen, was ihr wollt. Einen ordentlichen Klopper von, was weiß ich, von Tops. Ist natürlich dann auch wieder groß, schwer und sperrig. Ja. Aber in der Regel würde ich euch da eher zu was raten wie Opinel oder ein Mora Knife. Die sind leicht, die sind günstig, die sind bewährt. Die sind perfekt für ein Bug-Out-Bag und die leisten das, was sie sollen und können. Dann natürlich auch eine ordentliche Klappsäge wie von Silky oder Fiskars. Da gibt es auch diverseste Hersteller, wo ihr mal gucken könnt. Das ist ganz wichtig. Eventuell noch ein Spaten, ja, auch nochmal ein gutes Werkzeug. Irgendwas zum Hebeln, zum Brechen, wenn ihr irgendwo rein oder raus müsst. Ein Bolzenschneider, ein Drahtschneider. Das sind alles so Werkzeuge, wo ich sage, die müssen auf jeden Fall mit dabei sein. Und natürlich nicht zu vergessen, das gute Multitool. Hier solltet ihr auf jeden Fall auf ein Multitool zurückgreifen, was auch mit verschiedenen Bitsätzen kombinierbar ist, damit ihr euch die Schraubendreher spart, denn auch Schraubendreher kann man in einer Notsituation sehr, sehr gut brauchen. Nächstes Modul, Licht. Der Mensch ist ein Taggeschöpf, braucht auf jeden Fall Licht. Das heißt, da solltet ihr auf jeden Fall auch entsprechend planen. Dazu gehört eine ordentliche Taschenlampe, auf jeden Fall eine Kopflampe, also 2 Lampen würde ich auf jeden Fall Minimum mitnehmen. Eine große zum Ausleuchten, eine Kopflampe zum Arbeiten, ein paar Knicklichter noch, Kerzen, alles was irgendwie Licht bringt, mit einplanen. Das bringt uns dann auch schon gleich zum nächsten Punkt, nämlich Elektronik. Denn was beim Licht jetzt gefehlt hat, war natürlich die Energieversorgung für eure Lampen. Das muss ja auch mit eingeplant sein. Für eure Taschenlampen natürlich entsprechend auch Batterien mit einplanen. Vielleicht, wenn ihr mit Akkus arbeitet, noch eine Powerbank. Auf jeden Fall auch für euer Handy. Da empfiehlt sich vielleicht auch noch ein Solarpanel. Ich habe jetzt hier mal eine Powerbank mit integriertem Solarpanel, habe aber auch noch zusätzlich nochmal ein Solarpanel, damit man da möglichst flexibel ist. Das sind ganz wichtige Gegenstände, die bei Elektronik nicht fehlen dürfen. Weiterhin wollt ihr auch in so einer Situation informiert sein. Das heißt, hier würde sich auch nochmal ein Kurbelradio anbieten. Da gibt es auch diverse Hersteller, die euch dann ein Kurbelradio anbieten, mit dem ihr quasi beim Kurbeln den Strom erzeugt. Dann habt ihr damit ein Radio und habt dann auch nochmal eine Taschenlampe, also auch multifunktionell, mehrfach nutzbar. So muss das sein. Wir sind beim vorvorletzten Punkt angekommen, der Navigation und der Planung. Natürlich müsst ihr euch irgendwie orientieren. Das einfachste und beste Mittel der Wahl sind natürlich da Landkarten aus der Gegend. Die sollten nach Möglichkeit auch immer dann trocken verpackt sein in einer wasserdichten Verpackung. Natürlich ein Kompass. GPS würde sich anbieten, gerade jetzt hier auch bei den ganzen Uhren, die es da gibt. Da kann man auch auf sowas zurückgreifen. Da ist natürlich die Frage, läuft der GPS-Satellit noch oder nicht? Also auf jeden Fall immer Doppelplan, Karte und GPS, wenn GPS überhaupt. Ja, dann natürlich auch ganz klar von eurer Gegend einen groben Überblick haben, wo ist die nächste Apotheke, wo ist der Supermarkt, also so einen Emergency-Plan machen, wo kann ich mich nachversorgen, wo kann ich mir nochmal irgendwas holen, wenn ich noch irgendwas brauche. Das gehört auch hier in diesen Punkt Navigation und Planung mit rein. Vorletzter Punkt, Stauraum für zusätzliche Ausrüstung. Zusätzliche Ausrüstung ist eines meiner Lieblingsbegriffe, sage ich immer, wenn man irgendwie am Rucksack, ja, da kann man noch zusätzliche Ausrüstung anbringen. Ja, aber tatsächlich ist es so,
Gerade in so einer Situation, wo ich flüchte, habe ich meinen Fluchtrucksack, der ist voll gepackt, ja. Und dann fällt plötzlich neben mir einer um und der hat aber irgendwie ein geiles Messer dabei oder hat nochmal irgendwie 20 Batterien oder 3 Red Bull oder was auch immer ich gerade da begehre, ja. Wo packe ich es hin? Ich habe nichts, weil mein Fluchtrucksack ist rappelvoll. Deswegen für sowas immer noch mal so einen Beutebeutel mitnehmen, ja, so ein Wildererbeutel, wo ich dann einfach dann von den Toten nehmen kann und mich nachversorgen kann. Ganz wichtige Sache. Nee, aber auch, was weiß ich, wenn ich im Wald bin und Holz sammeln muss oder Pilze sammle oder Kräuter sammle oder sonst irgendwas. Irgendwas, ein Behältnis, wo ich sammeln kann, ist nochmal ganz, ganz wichtig, dass man das dabei hat. Entweder so einen kleinen Beutel oder halt auch nochmal Müllsäcke, große Beutel, irgendwas in der Richtung. Letzter Punkt, Persönliches. Euer Schmusetuch, euren Schmuck, so Sachen würde ich hier auf jeden Fall auch mit einplanen. Irgendwas, wovon ihr euch nicht trennen wollt. Jetzt vielleicht nicht das Fahrrad vom verstorbenen Großvater, weil das wäre ein bisschen zu schwer für einen Fluchtrucksack, aber halt so die wichtigsten essentiellen Dinge. Ganz wichtig natürlich auch Personalausweis, irgendwelche Urkunden, wer ihr seid, Familien, Stammbuch, irgend so Geschichten. Das ist ganz wichtig und natürlich auch ein bisschen Bares, ein bisschen Geld, kann nicht schaden. Und dann natürlich auch nochmal Tauschmittel für den Fall der Fälle. Da bieten sich immer an Zigaretten oder Feuerstarter, also Magnesiumfeuerstarter, so Geschichten. Das geht immer. Das war's im Überblick für unser erstes Video zum Bug-Out-Bag. Ich hoffe, wir konnten euch da auch ein bisschen was mitgeben, ein paar Inspirationen geben. Wie gesagt, das Video sollte jetzt nicht euch im Detail zeigen und sagen, was sind die einzelnen Komponenten, die man da nutzen kann, sondern einfach mal ein grober Überblick, was man so bedenken sollte überhaupt in so einer Situation. Aber ihr habt hier im Video auf jeden Fall auch schon mal ein paar schöne Anhaltspunkte gesehen. Wenn euch da ein paar Sachen interessieren, wie gesagt, im nächsten Video gehen wir da noch mal ein bisschen mehr ins Detail. Falls ihr es nicht bis dahin aushalten könnt, könnt ihr schon mal bei Recon Company reinschauen, denn da gibt es mit Sicherheit einige dieser Sachen hier, also ich bin mir ziemlich sicher, weil ich sie da gekauft habe, einige dieser Sachen hier zum Erwerben. Der Link ist unten eingeblendet. Habt ihr noch Fragen zum Thema Bug-Out-Bag? Haben wir irgendwas Essentielles vergessen? Gefällt euch dieses Format? Sagt es uns, schreibt es in die Kommentare, wir würden uns freuen. Wie immer an dieser Stelle, liken, Abo und die Glocke klicken. Und dann sehen wir uns im nächsten Video. Vehicle Bug-Out Bag. Hier Bug-Out Bag Teil 2. Bis dann. Macht's gut. Bye, bye. Was ihr auch nicht vergessen dürft, wenn ihr das nicht im Survival-Modul mit drin habt, ist hier in dem Unterschlupfpaket.